Agnes Reinhold gehört zu einer der interessantesten politischen Persönlichkeiten in Berlin an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. In einer Zeit, als es völlig ungewöhnlich war für Frauen, sich politisch zu betätigen, hat sie eine der ersten politischen Gruppen gegründet und im Wedding und in Mitte sich getroffen. Insgesamt 16 Personen stark war diese Gruppe, und politisches Engagement für Freiheit und Selbstbestimmung bedeutete in dieser Zeit vor allem Einschmuggelung von Zeitungen, Verteilen von Broschüren und Flugblättern, Aufklären von Bekannten am Arbeitsplatz oder von Nachbarn. Und das brachte ihr eine Gefängnisstrafe von über 6 Jahren ein, die sie im Zuchthaus in Delitzsch abgesessen hat. Und nachdem sie entlassen wurde, hat sie ihre grauenvollen Haftbedingungen öffentlich gemacht, hat Vergewaltigung, Misshandlung, unterlassene Hilfeleistung beim Namen genannt. Und erst in den letzten Jahren gelang es durch intensive Recherchen im Landesarchiv Berlin, ihre doch recht interessante Geschichte wieder zutage zu fördern. Es ist eine, glaube ich, eine wichtige Genugtuung für das, was sie erdulden musste, wenn an sie erinnert wird. Und dass das Kiezhaus hier in Wedding nach ihr benannt werden soll, ist eine wichtige Sache, um auch positive Vorbilder aus der deutschen Geschichte zum Bewusstsein zu bringen und zu zeigen, dass halt auch unter Arbeitern und einfachen Leuten es möglich war, sich für Freiheit und Selbstbestimmung einzusetzen und nicht auf Obrigkeit oder auf andere warten zu müssen. Und sie ist heute auch, dass sie halt Missstände beim Wort genannt hat und auch für Verbesserungen eingetreten ist, sicherlich ein Vorbild auch für unsere heutige Zeit. Ein gemeinsames Projekt von uns ist das Kiezhaus Agnes Reinhold, und das wollen wir für unsere Nachbarschaften im Wedding realisieren. Es gibt ja verschiedene Problematiken, ob es jetzt die Gentrifizierung im allgemeinen Sinn, aber auch so bestimmte andere Sachen, zum Beispiel rassistische Polizeikontrollen hier in der Gegend sind. Das sind Sachen, die uns wurmen, und dieses Kiezhaus wäre ein Projekt dafür, um das anzugehen. Die Probleme, die im Bezirk sind in erster Linie haben viel mit Gentrifizierung des Bezirkes zu tun. Das zum Beispiel auch hier im Hintergrund, wie man das sieht, Häuser aufgewertet werden oder Gegenden aufgewertet werden, und dann werden die Leute dann nach und nach, die hier ihr ganzes Leben lang gewohnt haben, aus ihren sozialen Strukturen gerissen, und dann müssen halt den Bezirk verlassen. Da kommen halt neuere Leute, aber die Ambition von uns ist ja halt, dass die Leute, die hier gewohnt haben, dass sie auch hier weiterhin bleiben dürfen. Ja, normalerweise ein großes Problem, das existiert in allen Nachbarschaften, also Arbeiternachbarschaften, es ist die Isolierung von Leuten. Und Verbrechen dieser Isolierung, es ist super wichtig, und wissen, dass nicht alleine eine Person ist. Es ist super wichtig. Die Intention des Kiezhauses ist halt, einen Raum zu schaffen von Nachbarin für Nachbarin, um gemeinsam sich zu vernetzen und gemeinsame Kämpfe zu führen. Der nächste Schritt wäre, dass wir diese Idee der Selbstorganisierung auch selbst finanzieren und nicht so abhängig sind von irgendwelchen Geldern. Und deshalb wäre es cool, dass Leute erstmal nicht nur inhaltlich auf uns zukommen und mit uns mitmachen, die hier in der Gegend wohnen am besten, aber auch, dass Leute, die diese Idee unterstützen, zum Beispiel durch Fördermitgliedschaft, uns einfach mal mit kleinen Beiträgen monatlich einfach mal mitfinanzieren und uns quasi ein bisschen unter die Arme greifen, damit wir halt dieses Projekt voranbringen. Wenn ihr Lust habt, bei uns mitzumachen und uns zu unterstützen, dann geht auf kiezhaus.org, da findet ihr alle notwendigen Daten. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall immer auf neue Mitglieder.